Lieber Freund, Bruder, Sester, wenn du die Worte gewählt hast von diesem Kartenvideo zu hören, freue ich mich sehr toll. Und ich vertraue auch, dass du was lernen von dit, dass du was wirklich gesehen sein und vielleicht das auch noch sogar die Geist Gottes, die ein deutliches Wort hat und Wort. Das ist die vierte in der letzten Video, was ich bringe, und ein Thema von Erlösung, von der Säuligkeit, von Vergebsein, vergeben worden, der was Jesus Christus für uns getan hat, Kreuz, natürlich erst abgestoßen vom Tod und auf den Tod auch überkommen. Ich glaube, das ist das allerwichtigste Thema, was es geben kann für die Menschen, nicht so? So, von der will ich ein Thema reden, wo da viel Uneinigkeiten hat gebracht für manche deutsche Menschen. Das Thema ist an die Sicherheit von unserer Erlösung, die Sicherheit von unserer Säuligkeit. In anderen wir kann ich dort weiten, dass ich sein vergeben und wenn ich würde sterben, ich würde für diese Welt wahrgenommen werden, dass ich würde im Himmel ankommen. Viele sagen, du kannst dort bloß wünschen, du kannst dort bloß hupen, und hoffentlich wirst dort somehow kein mehr im Himmel ankommen können. Und andere sagen, no, du kannst dort weiten. Und du hast viele Uneinigkeiten, über den Thema man deutsche Menschen. Vielleicht sogar einzige Quoten, dass die andere Quoten nicht so sehr gleichen, bloß wegen diesem Thema. Sie können verschieden verstehen, nehmen das verschieden an, was die Bibel auslegt und lehrt, und dann sind sie sich uneinig über die Sache und können nicht mehr erstellen. Ich will mit an dem Thema reden von dir, wo ich zu nehmen, wo Jakob ist, ein Beispiel zu bringen, um ein klein bisschen deutlicher verstehen können von das. Zum Beispiel, wir wollten dort alle, dort wir wollen einen Tag aus dieser Welt, aus diesem Leben rausgehen, und auch wo wir in der Ewigkeit angehen. Entweder durch Sterben, zu Tod kommen das Leben, oder Jesus wird zurückkommen, der wird seine Familie, ist gemeint hier aus dieser Welt rausholen. Aber wir wollen für diese Welt verloren, und wenn wir aus dieser Welt rausgehen, dann gehen wir in der Ewigkeit an. Und die Bibel lehrt, dass du aus dem Himmel, wie Gott, durch Jesus Christus, oder das nach Hall mit dem Josephine Taub für immer und immer bestraft werden für den Sinn, was wir begonnen haben von Gott. Und so Gott hat den Weg aufgemerkt, dass wir kein vergeben sind, durch sein Sehen Jesus Christus. Und so, zum Beispiel würde ich das das sagen. Bloß aus dem Beispiel. Du stirbst. Was immer das muss sein, Herzschlag oder was immer die Leben kann zu tun. Und nicht zum Beispiel, du rutschst hier so links im Weg in der Ewigkeit. Und nu hast du fertig bei den Weg, der die Weg sich spülen in zwei. Und kriegst du, wo die Weg sich spülen in zwei Wegen, da steht Jesus. Und Jesus sagt zu den Menschen, wo der Weg soll kann gehen. Nur der linke sieht oder nur der rechte sieht. Eine andere Weg nur im Himmel oder nur der Hall. Wenn du sagen bloß die zwei Städte für die Ewigkeit. Und so nu kannst du da für Jesus, und du fragst Jesus die, und was immer die Nun ist, wer will den Nun Knalls bringen? Du sagst, Jesus Knalls, sei mir mal, warum soll ich die in meinen Himmel erleben? Was wirst du Jesus antworten? Wollte ich eins sagen, weil ich würde sagen zu Jesus, ich habe mein Bestes versucht. Ich habe mein ganz Bestes geprüft. Und ich glaube, darum sollst du Jesus mir in den Himmel nehmen. Andere sagen, weil ich habe immer so mitgeholfen. Ich habe viel Geld gegeben, ich habe meine Nachbarn geholfen, ich habe viel gegeben mit den Armen. Und ich habe so sehr viel Geld getan, ich glaube, darum sollst du Jesus mir in den Himmel nehmen. Noch eins, die möchten vielleicht sagen, ich habe all sehr gelitten in dieser Welt, bin viel krank gewesen, habe viel schwere Zeiten durchgegangen, dort ich glaube, ich habe all so viel gelitten, so viel schwere durchgegangen, dort nicht bei mir mal ein viel Schein haben und kann mal im Himmel sein und wird bis immer was Schein gehen. Und ich glaube, Jesus, dort sollen sie mir in den Himmel nehmen.
Weet je, lieve vriend, want dort irgendwo die Antwort ist, wo du luisteren, wo Jesus die soll in sein Himmel erleben, dann denkt man, das soll Leute zu sein, da wird Jesus sagen, geh weg von mir in der Hölle, für immer und immer, wie es ich kann die nicht. Weil die einzige Antwort, was wir können Jesus geben, was eine rechte Antwort ist sein, wie es Jesus erkannt im Glauben, im Vertrauen angenommen, was du am Kreuz getan hast. Du darfst du am Kreuz für meine Sinn und Schuld betonen. Du nimmst meine Stier ab, die in jüngst dort betonen. Dort habe ich im Glauben, im Vertrauen angenommen, nicht bloß nur mit Müll, mit Wert gesagt, wo dort läuft vom ganzen Worten, dort das Wahrheit, dort du dort getan hast für mich, Jesus. Na, was Jesus sagt, komm in mein Himmel rein, mein lieber Freund. Das ist der einzige Antwort. So, zwei nur diesen Thema. Kann ich dort weiten, dort ich vergib sie, dort ich seilig sie, und wenn ich so in das Leben rübergenommen worden, plötzlich, hostig, afferhaft, dort ich würde kann im Himmel hinkommen. Weil, glaubst du dort, lieber Freund, dort wir als Menschen noch mal ehrlich sind? Ich glaube dort. Ich glaube auch unbedingt, dass du sagen das von dir Herrchen, das ja, prädigiert dort sterben. Wir als Menschen sind noch mal ehrlich. Dann erst meine Frau dit, wo dann, wenn unsere Vorväter uns wurden, haben wir gelehrt, in die Welt über euch. Was werden wir dann mit dort tun? Vielmals wird uns gesagt, na, uns erst hier wird noch immer dort das gelehrt worden. Aber was dann über ist ein Arche was? Was würden wir dann wel mit dort tun? Werden wir uns dann bis unter das Arche holen, wo unsere Vorväter unser Arche was? Vielleicht sogar unsere Peter ein Arche was? Glaubst du dort, lieber Freund, dort alles, was in der Bibel ist, als Wahrheit und Aufrichtigkeit? Glaubst du dort? Ich glaube. Ich glaube, alles, was in der Bibel ist, alles, was in Gottes Wort ist aufrichtig und Wahrheit. So, wenn wir dort tauschen, dass die sind noch mal artig, und dass die Bibel ist immer reich, dann wo werden wir dann nur Wahrheit sehen, und wo wir uns holen, nur die Bibel, nicht so? Und dann wird ich geprobt, da zu lernen, und dann wird unsere Vorväter uns haben geprobt zu lernen und zu sein, wir sind noch mal artig, und wir können noch mal artig sein. Aber die Bibel ist immer Wahrheit. Und die Bibel ist immer Aufrichtigkeit. Die Bibel ist Gott, sein Wort. So wird Gott uns von der reden. Durch die Bibel, durch sein Wort. Du weißt, wo das Pferd gesagt hat, das ist die heilige Bibel. Wenn das ist Gott reden zu uns. Und der nicht liegen, der kann nicht liegen. Wir können, aber die Bibel kann nicht. So, da wo wir uns auch an die Bibel holen, even an diesem Thema, kann ich dort weiten, was ich wirklich vergib sie und was kann ein Tag im Himmel sein. So, da wo wir wollen, ich glaube, in der Bibel checken, dann wird so ja wer sein, dann in der Bibel zu checken, und dann bloß dort annehmen, was die Bibel sagt, was Wort. Weil in Johannes Kapitel 3, Vers 10 sagt dort, Gott läuft diese Welt so sehr, dass er sein einzigen Sehen jäuft, so dass all die, was die Wort an am Glauben, nicht dürfen verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Das ewige Leben meint haben im Himmel ein Tag wie Gott. So ein Tag muss wir dort einmal für uns persönlich Wahrheit merken, was die Bibel sagt, was Gott sagen wird, wer wir sind und was wir sind. Nicht so? So, was erst was die Bibel dann sagt, wenn wir das nicht persönlich merken, Johannes Kapitel 3, Vers 10, dort sagt, Gott läuft knallt so sehr, dass er seinen einzigen Sehen jäuft. So dass man knallt wird und am Glauben, dann berührt knallt nicht verloren gehen, aber er kann das ewige Leben haben. Dann will die Bibelvers lesen, Johannes 3, Vers 10, und die Namen nennen.
En sein Wort dort sei det zu dir. Was sagt Gott zu dir? Weil je nicht, dass wir das immer so das lernen oder studieren, aber wir machen einmal die Bibel für uns selbst persönlich Wahrheit haben. So viel mal denkt, wir müssen das Wahrheit für zusammen wie im Dart nicht auf. Aber was dann nie? Weil die Bibel ist ganz voll von seinen Versen. Schrieb dir diese Bibelverse ab. Lest dort in die Bibel nur. Check du mal nach, ob das wirklich stimmt oder Wahrheit ist. Kick mal in Römer Kapitel 10, Vers 9 und 10. Da sagt das ist das. Wenn du mit dem Müll Jesus aus Haar bekannst und glaubst, dass Gott am vom Tod abgeweckt hat, wirst du selig. Wer vom Worten glaubt, wird gerecht, und wer mit dem Müll bekannt wird, selig. So, was ist das, wenn wir das persönlich merken unter uns? Wenn wir mal den Namen Tina brauchen. Das sagt, wenn Tina mit dem Müll Jesus aus Haar bekannt und glaubt, dass Gott am vom Tod abgeweckt hat, wird Tina selig. Wenn Tina vom Worten glaubt, wird sie gerecht, und wenn sie mit dem Müll bekannt, wird Tina selig. Das ist, was die Bibel sagt. Hier ist eine neue Frage, was die Bibel sagt. In 1. Johannes 5,13. Dort sagt es das. Das schrieb Kind, da hier und dort sehen glauben, dort die wollten, dort die das euer Leben haben. Da wird mal brücken aus Hendrik. Das schrieb ich zu Hendrik, dort wenn Hendrik und Gott sehen, was glauben, dann kann er dort wollten, dort er das euer Leben haben. Das ist, was die Bibel sagt. In Johannes Kapitel 1, Vers 12 sagt es das. Aber all die abnehmen und an seinen Namen glauben, ja, heute macht Gott sie nicht Kinder zu werden. Da habe ich hier mal durchbringen. Johannes Kapitel 1, 12. Aber wenn du annehmen das und in seinen Namen glauben das, ja, heute durfte macht Gott sein Kind zu werden. Ist doch nicht wunderschön? Wenn die sagen, das prädigiert, das kann ich bloß nicht glauben. Warum nicht mir da, wenn die das nicht glauben kannst? Wisst, ich muss lesen, was Gott sagt in seinem Wort. Du kannst bloß den da werden, wer das sagen wird. Und das ist Gott selbst. Ich muss sagen, was Gott sagen wird von dir. So, wenn wir nicht da für mich persönlich, wenn die das nicht annehmen. Johannes Kapitel 3, 36, sagt es das. Wer an den Sehen glaubt, haftet euer Leben. Und wer den Sehen nicht gehorcht, wird dort Leben nicht sein, aber bleibt unser Gott seinen euer. Da habe ich hier mal Leinbrück. Wenn Lein an den Sehen glaubt, haft Lein das euer Leben. Und wenn Lein den Sehen nicht gehorcht, dann bleibt wird Lein das Leben nicht sein, in Lein wird unser Gott sein euer bleiben. Das ist, was Gott sein Wort sagt. Johannes Kapitel 4, 24 sagt es das. Und das ist, was Jesus gesagt hat. Jesus sagt, ich sei jünd die Wahrheit. Sie, Jesus, der das noch betont, er sagt, ich sei jünd die Wahrheit. Und er sagt, horch mal Menschen, das ist Wahrheit. Jesus sagt, ich sei jünd die Wahrheit. Wer mein Wort hört, und den die Leute mir geschickt hat, haft dort euer Leben und kämpft nicht in dort gerecht, aber erst vom Tod zum Leben gekommen. Kannst du das glauben? Vielleicht erst die Namen Johann. Schau mir mal Johann brücken hier. In Johannes 4, 24, das sagt Jesus sagen hier. Jesus sagt, ich sei dir die Wahrheit, Johann. Wenn du mein Wort hörst, in den Gleis, der mir geschickt hat, dort ist Gott, dann haft Johann dort euer Leben
Und Johann kommt nicht in dort gerecht, aber er ist auch vom Tod zum Leben gekommen. Das ist noch Apostelgeschichte Kapitel 13, 39. 1. Johannes Kapitel 5, 11 und 12. Johannes Kapitel 8, Vers 12. Lest ihr die Bibelverse selbst nur und hört mal, was Gott zu dir sagt in sein Wort. Und das ist Wahrheit. So die Bibel sagt, dass wenn wir dort im Glauben und Vertrauen annehmen, was heute sagt, was heute im Titel zu tun hat für uns, dann darf er uns dort bei wir leben. Dann wollen wir nicht in ihr gerecht kommen. Dann ist Gott sein euer jeden unser Sinn, nicht mehr jeden und das verjeft, das aufgelöscht, das abgeräumt. In Römer Kapitel 8, Vers 16 sagt dort, wenn wir das Wort im Glauben und Vertrauen annehmen, dass das Wort ist für mich persönlich, dann sagt dort in Römer 8, 16, dann wird der Jes Gottes zu meinen Jes reden und dort offenbaren, dass das Wort ist, dass Gott sein Kind sieht. So, lieber Freund, die Bibel sagt, die kostet weiten. Wenn die dort tun, was die Bibel sagt, wo das braucht, um verjeft sein und erlöst zu sein, dann kostet das weiten, dass die best verjeft und dass in dieses plötzlich nicht Leben mitgenommen wird, dass die wirst im Himmel gehen und ein Tag bei Gott kann sein für immer und immer in alle Freudigkeit. Und wenn der Jesus Gott ist, die das offenbaren wird, wenn die dort im Glauben und Vertrauen annehmen, dort sagt die so frei, als die noch kennen, was erfahren hast, Vater. Und dann wirst die kann für Gott leben, Jesus nur folgen, wees, du bist frei und du weißt, dass du bist frei von Sinn und dann kannst du so viel besser Gott tun und aufrichtig leben. Lieber Freund, ich würde so hier gleich mich mit die Person noch mal durchzusagen und eine gute Unterhaltung über das. Nicht zum Streben, aber bis zum Checken, was es wirklich Wahrheit. Und wenn du wirklich was gesehen worden durch das, oder du hast keine Klarheit finden, das, schreib mir wirklich in Karten Mensage und WhatsApp. Meine Phonennummer ist 620 966 1487. Ich sehe Jitpana von Living Gospel Church, Kort in Sablatik, die Prediger. Muss Gott die wirklich segnen, indem wo die das studieren und die das in Gott sein Wort entscheiden und lass Gott die sagen, wer die best in Arm, wenn die Arm im Glauben und Vertrauen annimmst, aus den Heiland, aus den Herr und aus den Vergebner und soll ich mir kommen. Beim nächsten Mal.